Die Mandel ist für mich eine hochinteressante Obstart im Weinbauklima. Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Sorten und diese haben vor allem ein stark unterschiedliches Blühverhalten. Bei kaum einer anderen Obstart sind frühblühende und spätblühende Sorten so weit auseinander. In diesem Video möchte ich euch verschiedene Mandelsorten in der Blüte zeigen, die interessant sind für den Anbau bei uns in unserem Klima. Die erste Sorte, die ich euch jetzt zeigen möchte, das ist hier hinter mir die Pfälzer Fruchtmandel. Diese zählt unter den verschiedenen Mandelsorten zu den frühblühenden. Wir haben heute, der Tag, an dem wir dieses Video aufnehmen, ist der 6. April. Und diese Sorten haben schon am 25. März zur Hälfte offene Blüten gehabt und am 22. März mit der Blüte begonnen. Die Pfälzer Fruchtmandel ist eine Sorte, die eine schmackhafte Nuss hat, die auch leicht zu öffnen ist. Sie ist nicht ganz so hartschalig, wie das andere Sorten sind. Vor allem eine wirklich tolle Bienenweide. Wie sonst noch sehr wenig geblüht hat, waren die schon weiß und haben Bienen wirklich regelrecht angezogen. Das hat man einfach gesehen. Da hat sie richtig was getan, da hat es richtig gesummt und gebrummt, wie diese Sorten geblüht haben und sonst noch sehr wenige Bäume. Die Pfälzer Fruchtmandel ist für mich eine Sorte, die super in Hausgärten hineinpasst aufgrund der frühen Blüte. Sie braucht aber auch einen Befruchtungspartner, denn sie ist nicht selbstfruchtbar. Zwei Pfälzer Fruchtmandeln nebeneinander können sich nicht befruchten. Man braucht eine andere Sorte dazu. Und eine, die beispielsweise als Befruchter gleich nicht in Frage kommt, das ist die Sorte hier hinter mir und das ist Ferragnesse. Ferragnesse ist eine französische Sorte, die spätblühend ist. Hier sind heute noch kaum Blüten offen, ganz wenig, ca. 1%. Die Ferragnesse ist eine Mandel, die eine etwas härtere Schale hat als die Pfälzer Fruchtmandel, sehr reich tragend ist, die ich auch im Erwerbsobstanbau sehr gerne empfehle, die gut knackbar ist, aber ebenfalls nicht selbstfruchtbar. Auch Ferragnesse benötigt einen Befruchter. Wenn ich noch eins weitergehe, habe ich hier an diesem Baum die Dürkheimer Krachmandel. Die Dürkheimer Krachmandel steht jetzt genauso wie die Pfälzer Fruchtmandel bereits in Vollblüte. Alle Blüten sind geöffnet und die Dürkheimer Krachmandel und die Pfälzer Fruchtmandel sind ideale Befruchtungspartner füreinander, weil diese gleichzeitig blühen. Ferragnesse blüht circa 15 Tage nach diesen beiden Sorten. Wir haben heute den 6. April, an dem wir dieses Video aufnehmen, und diese beiden frühblühenden Sorten, die haben schon am 25. März offene Blüten gehabt. Sogar die Hälfte der Blüten waren zu diesem Zeitpunkt offen und schon noch 2-3 Tage vorher begonnen zu blühen. Auch in der Fruchtqualität ist die Dürkheimer Krachmandel mit der Pfälzer Fruchtmandel vergleichbar. Sie ist etwas leichter zu knacken, händisch zu knacken, als es beispielsweise Ferragnesse ist. Über die Fruchtqualität der einzelnen Sorten machen wir euch dann zur Erntezeit nochmal ein eigenes Video. Wir sind jetzt nur in unserer Versuchsanlage, in dem Versuchsquartier, ein paar Meter weiter gewandert zu weiteren Sorten und hier habe ich zu meiner Rechten, zu eurer Linken gerade die ungarische Sorte Tetenyi Kamenyiheu. Ich bin dem Ungarischen nicht mächtig, verzeiht es mir, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Diese ist sogar noch früher blühend als die beiden deutschen Sorten, die Dürkheimer Krachmandel und die Pfälzer Fruchtmandel, die wir bevor gehabt haben. Denn auf diesem Baum sind die meisten Blüten schon wieder am Verblühen. Diese Sorte hat 1-2 Tage vor der Pfälzer Fruchtmandel und der Dürkheimer Krachmandel begonnen zu blühen, hatte jetzt aber ein etwas kürzeres Blühfenster und ist deswegen jetzt schon in der Abblüte. Diese Sorte ist genauso wie die Pfälzer Fruchtmandel und die Dürkheimer Krachmandel nicht selbstfruchtbar, also auch diese benötigt eine andere Mandelsorte in der Umgebung, um Früchte tragen zu können. Hier zu meiner Linken haben wir eine französische neue Sorte, diese nennt sich Mandaline. Mandaline ist jetzt spätblühend, wäre beispielsweise in etwa gleiche Blütezeit wie Ferragnesse, die wir vorhin hatten.
Mandarine schätzen wir jetzt nach dem ersten Jahr nicht ganz so reichtragend ein, wie es andere Sorten sein können, aber ein Jahr kann auch immer mal täuschen, deswegen möchte ich diese Sorte jetzt noch nicht abschreiben. Das erste Gefühl war aber das, dass andere Sorten mehr tragen können. Hier haben wir jetzt die Sorte Supernova, die vor allem in Italien stark verbreitet ist. Supernova blüht jetzt nicht ganz so spät wie beispielsweise Ferragnes, ist aber selbst fruchtbar. Diese Sorte könnte man also auch alleine ohne weitere Befruchter pflanzen. Bei Supernova sind am heutigen Tag rund 70% der Blüten geöffnet. Es sind aber auch noch etliche geschlossen, die erst in den nächsten Tagen aufgehen werden. Auch Supernova zählt zu den spätblühenden Mandelsorten. Die Sorte Marta hat ein ähnliches Blühverhalten wie die Supernova, ist aber etwas später dran, wenige Tage. Bei der sind jetzt rund die Hälfte der Blüten am heutigen Tag geöffnet und obwohl Marta eine mittelspät blühende Sorte ist, hat sie eine frühe Reife. Auffallend bei dieser Sorte ist die längliche Frucht, die wirklich deutlich länglicher ist, als das bei anderen Mandelsorten der Fall ist. Und Marta hat sich im vergangenen Jahr auch sehr gut knacken lassen. Von der Blütezeit fast ident wie Supernova verhält sich die Sorte Tuono. Tuono ist auch wiederum gleich wie Supernova eine Sorte, die im alten italienischen Anbau viel gepflanzt wurde. Die Sorten sind sich relativ ähnlich. Tuono hat sich bei uns aber etwas frühreifer gezeigt, als es die Supernova war und auch schon in jungen Jahren reichtragend präsentiert. Eine weitere mittelspäte Sorte, das ist Filippo Ceo. Auch diese kommt aus dem italienischen Anbau und wird dort empfohlen. Filippo Ceo ist am heutigen Tag zu ca. 50% geöffnet, ähnlich wie Marta. Vor allem sehr auffällig an dieser Sorte ist, dass hier am einjährigen Holz die Blüten, am einjährigen Langtrieb die Blüten heute alle noch geschlossen sind. Wenn etwas aufgeblüht ist, dann ausschließlich hier am Kurztrieb oder am mehrjährigen Holz. Für uns gilt es jetzt auf jeden Fall auch zu beobachten, ob diese späten Blüten, kann man schon fast als Nachblüher bezeichnen, hier am einjährigen Holz dann auch zu Früchten werden oder ob diese nur blühen und anschließend abfallen. Die Sorte Genko ist auffällig in der Frucht, weil sie eine etwas kleinere, rundliche Mandel hat. Bei Genko war im vergangenen Jahr schon wirklich ganz markant, dass sie einen intensiven Marzipangeschmack hatte, also so einen wirklichen Steinton, typisches Mandelaroma. Bei dieser Sorte war das noch fast intensiver als bei so manch anderer Sorte. Genko zählt jetzt ebenfalls zu den spätblühenden Sorten. Stand heute sind auch rund die Hälfte der Blüten geöffnet. Einer meiner absoluten Lieblingsmandelsorten und auch die Sorte, die im europäischen Anbau am weitesten verbreitet ist, das ist Lauran. Lauran ist sehr spätblühend. Am heutigen Tag sind noch gar keine Blüten geöffnet. Lauran ist selbstfruchtbar, kann also auch ohne andere Mandelsorten in der Nähe gepflanzt werden und trägt Früchte. Und diese Sorte hat sich schon über ein Jahrzehnt hier bei uns am Standort als sehr selbstfruchtbar erwiesen. Lauran, eine Sorte, die man, denke ich, jedem empfehlen kann. Mit ihr macht man wenig falsch. Die einzige Sorte in unseren Versuchen, die später blüht als Lauran, das ist die, vor der ich jetzt stehe, und das ist die Penta cebas. Penta ist noch einmal ein paar Tage später dran. Hier denken die Blüten heute nicht einmal noch ans Aufgehen. Die Lauran ist zwar auch noch nicht aufgeblüht, aber steht kurz bevor. Penta ist definitiv noch einmal später dran in der Blüte. Was bei Lauran immer sehr auffällig war, dass sie einfach sehr blütenfrostfest war. Im vergangenen Jahr hat sie bei unserem Standort in der Blüte minus 10 Grad vertragen und dann trotzdem gute Erträge gebracht. Hier bei der Penta müssen wir dann schauen, ob sich das auf die Frostfestigkeit genauso auswirkt. Das Potenzial, eine sehr gut frostfeste Sorte zu sein, hat sie auf jeden Fall. Was auffällig ist bei Penta, sie ist die am spätesten blühende Sorte, aber eine der am allerfrühest reifenden Sorten. Sie ist deshalb in der Frucht auch eine Spur kleiner als andere Sorten, aber sehr intensiv im Geschmack. Soleta ist in unseren Versuchen die Sorte, die am spätesten reift. Sie macht deshalb auch große Früchte, ist hoch im Ertrag, blüht aber mittelspät.
Vorher, die Sorten, die wir beschrieben haben, wie Loran oder Pentazebas, sind dann noch einmal deutlich später dran. Die Reife von Soleta, die ist bei uns circa Ende Oktober, Anfang November, ist also klimatisch schon etwas am Limit. Ich würde diese Sorte nur für Weinbaugebiete oder Gebiete mit noch wärmerem Klima als Weinbauklima empfehlen. Wir haben diese Sorte auch schon auf anderen Standorten gepflanzt, wo wir etwas ältere Bäume haben. Insgesamt haben wir auf mehreren Flächen verschiedenste Mandelversuche stehen und uns auch im letzten Jahr selbst dazu entschieden, eine größere Mandelanlage mit modernen Sorten auszupflanzen. In Zukunft werden wir euch von den Entwicklungen bei uns weiter berichten. Im Herbst zeigen wir euch dann auch die Fruchtqualitäten dieser Sorten. Wenn ihr interessiert seid an professionellem Mandelanbau, dann meldet euch gerne bei uns und wir beraten euch gerne. Wenn jemand interessiert ist für Mandelbäume im Hausgarten, wir haben ein breites Sortiment dann ab November wieder verfügbar. In diesem Sinne wünsche ich euch schöne Grüße aus der Wein- und Marillenstadt Polsdorf. Bis zum nächsten Mal.